Ja, neues Video von Basteltown. Ich bin der Daniel und heute geht es um meinen Deros. Denn ich habe das Gefühl, dass da was lose ist. Also man hört es auch. Und wenn ich jetzt schleife, dann rattert er für mich. Also ich zeige es euch mal. Irgendwas ist da ausgeschlagen und das will ich jetzt reparieren. Das Gute am Deros ist, im Ruckzuck hast du hier den Schlauch runtergedreht und den Strom weg. Den Schleifteller kriegt man auch im Nu runter. Und dann hätten wir schon mal offen. Was ich jetzt schon merke, der hat hier im Gehäuse Spiel. Das hier kann man nicht runterschrauben, die ist gelagert. Ja, das heißt, wir machen jetzt mal die komplette Maschine auf. Hier oben sind keine Schrauben dran, also ich muss an den Motor dran. Aber ich glaube, ich kann nur dieses Element rausnehmen. Da muss ich jetzt echt gucken. Vielleicht die Schrauben noch raus. Schauen wir mal. Gut, die Lippe kriegt man schon mal so runter. Die Absaugung geht ja easy weg. Wir zerlegen ihn einfach mal komplett. Schauen, ob die Schrauben gleich lang sind. Sind sie. Und das heißt, wir müssen auf die Schrauben schon mal nicht achten bis jetzt. Damit hätten wir den Deckel unten. Ja, und jetzt muss ich in den Motor rein. Heißt, wir müssen keine Ahnung was machen. Er hat halt hier drin Spiel. Und ich vermute, irgendwie ist an der Motorlagerung was ausgeschlagen. Wo man eventuell indem man einfach Klebeband drum macht, um um mehr Material aufzubringen, wieder in den Griff kriegt. Aber ja, wie gesagt, jetzt muss ich erstmal rausfinden, wie wir den Motor da rauskriegen. Machen wir mal die Schrauben auf. Ich habe hier in diesem Loch auch keinen Schlitz oder einen Imbus, wo ich diese hier lösen könnte. Ich habe jetzt keinen Plan, wie ich den am besten aufschraube, ohne ihn kaputt zu machen. Aber wir versuchen jetzt mal hier diesen Lüftungsdeckel runterzuhebeln, weil ich glaube, das geht. Bitte mit Vorsicht. So. Ja, da scheint sich einer mitgedreht zu haben. Nein, stimmt nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das seht, aber hier, dieses Kunststoff ist ein Gewinde, wo dieser Alukranz oder Edelstahl reingeschraubt ist. Und der hat sich einfach gelöst. Und das muss ich jetzt wieder festschrauben. Ich habe ihn jetzt ein bisschen festgedreht gekriegt. Ich setze jetzt hier nochmal mit dem Schraubenzieher an, klopfe da ein bisschen drauf. Und jetzt wackelt hier auch nichts mehr. Das heißt, der sitzt fest. Ich werde jetzt hier allerdings Sekundenkleber dran machen, ein paar Tropfen, in der Hoffnung, dass das dann hält und nicht mehr aufgeht. Also, wenn ihr das gleiche Problem habt, so aufmachen, wie ich das auch aufgemacht habe und dann im Uhrzeigersinn den unteren silbernen Teller anziehen, bis nichts mehr wackelt. Also meiner ist jetzt fest. Dann nehmen wir ein bisschen Sekundenkleber und hoffen, dass das dann hält.
So, und wer von euch hat jetzt aufgepasst, wie ich den zerlegt habe? Lüfterrad als erstes. Das machen wir da rein. Und was ich euch noch sagen kann, diese A, B und C, wo diese Schrauben reinkommen, der hat ja eine gewisse Unwucht. Und diese Schrauben sind, denke ich mal, weil die ins Leere gehen, die machen nichts, die sitzen einfach nur da drin. Ich denke, die sind zum Kontern oder zum Wuchten. Ihr solltet auch darauf achten, dass die gleich lang sind, weil vielleicht haben die auch unterschiedlich lange Reihen. Dann müsst ihr euch merken, wo die drin waren. Meine Schrauben sind jetzt gleich lang. Die setzen wir wieder rein. Und macht euch immer, ich brauche es jetzt nicht, ich nehme es auf. Heißt, ich kann mir das Video auf der Kamera gleich angucken. Aber macht euch vorher Fotos, wenn ihr bevor ihr irgendeine Schraube löst. Als erstes kommt hier dieser Deckel wieder drauf. Dann müssen wir diese unteren zwei Schrauben machen. Passt alles. Dann machen wir den Schutz hier drauf. Den Absaugstutzen. Geht erst so rum rein. Dann passt das ganz einfach. So. Die zwei Schrauben hinne. Dann haben wir die Gummilippe. Und zwar ist die so aufgebaut. Dann könnten wir ein bisschen putzen. Hier ist eine Mini-Nut drin, an der Kante zwischen Schwarz und Gelb. Da mussten natürlich die Lippe wieder rein. Einmal im Kreis. So, das sitzt. Jetzt noch schnell den Teller drauf. Dann wieder anschließen. Fertig. Und jetzt sollte das starke Vibrieren wieder weg sein. Er hört sich wieder an wie am ersten Tag. Jetzt bin ich happy. Ja, ihr seht, nicht immer gleich wegwerfen, weil manchmal ist es minimal. Ich meine, der ist schon über 2 Jahre jetzt alt. Ich müsste ihn, glaube ich, 2 Jahre jetzt haben. Ist eh keine Garantie mehr drauf. Ehrlich gesagt, wenn ich jetzt nicht was mega Teures habe, gut, der ist teuer, aber meistens kann man Dinge selber reparieren. Also, ja. Hat funktioniert. Zum Glück habe ich es aufgemacht und selber gesucht, anstatt ich jetzt hier erstmal rumschrei, scheiß Mirka, schon kaputt nach 2 Jahren und bla bla bla. Leute, wir sind auf der Erde. Wir sind nicht auf Planet Nullfehlerus Ägypticus. Und stellt euch mal vor, nichts würde kaputt gehen. Wirklich, nichts würde kaputt gehen. Dann wird es erstmal keine Garantieabteilung geben, keine Gewährleistung, keine Garantie, nichts, nada, null. Das wäre doch auch voll langweilig. Dann hätten wir alle Menschen, die was reparieren, nichts zu tun. Lackierer nicht, Instandhalter, Instandsetzer, ja, wären alle arbeitslos. Aber genug gelabert jetzt. OP Mirka Deros hat geklappt. Falls ihr auch das Problem habt, schreibt es mal unten rein, ob ich euch damit helfen konnte. Kann auch sein, dass andere Maschinen baugleich sind, unten drin, mit so einem Feststellring, der sich gelöst hat. Also bevor ihr es wegwerft, schraubt es einfach mal auf, ohne Stecker in der Wand und in der Steckdose. Und schaut halt mal selber nach. Meistens ist es, wie bei mir jetzt, absolut simpler Vorfall gewesen. Also, vielleicht könnte Mirka sich da überlegen, noch von der Seite eine Schraube reinmachen in diesen Ring für die Zukunft, damit dieser Ring sich nicht mehr löst. Heißt, wenn man demontieren muss, Schraube raus, Madenschraube zum Beispiel, und dann kann man das Ding zerlegen, und wenn man zerlegt hat, später wieder Madenschraube rein, dann löst sich der Ring nicht mehr. Also nur so ein Tipp von mir. Ne? Gut,
Dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem, was ihr macht. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und ciao. Abonnieren nicht vergessen. Und liken und Glocke anmachen. Weil, wenn Glocke an, du kriegst Bescheid, wenn kommt neue Video von The Basteltown. Weißt? Also, jetzt ciao und hier noch 2 Videos. Hier abonnieren.